Na, was stand drin? Das soll ich doch vielleicht die ganze Zeitung erzählen. Ja, warum nicht? Weil ich es erbärmlich finde, den Zeitungen eben alles nachzuplappern. Ja, was ist denn mit dir los? Das passt mir eben nicht. Wo man hinhört, kein Mensch hat eine andere Meinung. Jeder redet und denkt genauso wie der andere. Wir sind eben alles nur Papageien und Wellensittiche. Du hast wohl wieder ausländische Sender gehört, was du, Kurzwellensittich? Nee, ausländische Zeitungen habe ich gelesen. Doch, da brauchst du dich ja nicht so drüber aufzuregen. Mir kann der Churchill nichts mehr erzählen. Den durchschaue ich längst, den Jauner. Man sollte Leuten, wie ich es bin, mehr Gelegenheit geben, sich mit diesen Leuten da auseinanderzusetzen. Aber der Geist, der hielt ja heute ja nichts mehr. Die guten Gedanken, wie viele guten Gedanken, gehen da verloren. Du und gute Gedanken. Ja, also los, schieß mal los. Raus damit. Was heißt raus damit? Liebes, ich hätte schon manches zur Lage zu sagen hier. So. Aber Vorsicht, Feind hört mit. Ach Quatsch, kannst doch leise sprechen. Los, schieß los. Bei mir hast du doch Meinungsfreiheit. Du hast mich hier direkt neugierig gemacht. Wie steht es denn mit der politischen Lage? Also sieh mal, die allgemeine Situation, also Jupp, das muss er selber sagen, es könnte manches anders sein. Sieh mal, die außenpolitische Konstellation, die ist also, ich meine, vom rein diplomatischen Standpunkt aus betrachtet, ist also das, ich meine, da wäre ja im Augenblick wäre ja da nicht viel zu sagen. Wenigstens jetzt im Moment nicht. Aber die innere Politik, was? Da gibt es was. Jawohl, mein Lieber, da mehr manches, man muss das andere von einer höheren Warte aus sehen. Verstehst du? Von einer höheren Warte aus. Ja, also dann mal los von einer höheren Warte aus. Was gibt es denn da zu sagen? Was gibt es? Viel, da. Das Bier zum Beispiel hier. Das schmeckt mir schon gar nicht so recht. Das müsste ganz anders werden. Also weiter? Was weiter? Ja, na, und das Wetter. Das haben wir selber, Jupp, ist das Wetter früher so mies gewesen. Kannst du fragen, wen du willst. Das Wetter ist anders geworden. Du durchschaust die Dinge wirklich tief, Ludwig. Ja, jo. Aber mal weiter. Ja, was ist weiter? Ist denn das noch nicht genug? So, also weiter. Zum Beispiel die Kriegsverordnungen. Also das schmeckt mir schon gar nicht. Die Sache da mit den Marken und mit den Bezugsscheinen und dass das alles so organisiert ist. Und dass man nach Beginn der Wochenschau nicht mehr ins Kino darf. Ist das? Das sind so einige meiner Meinungsverschiedenheiten zwischen mir und der Regierung. Aha. Und nun möchtest du mit deinen Meinungen und deinen Gedanken vor die Öffentlichkeit treten, was? Gott, ich spreche nicht von mir allein. Wir alle sollten frei von der Leber wegreden dürfen. Durch Gedanken- und Meinungsfreiheiten helfen wir der Wahrheit. Und nur die Wahrheit führt zum Erfolg. Aber gerne. Na, Pünktchen. Wie ist es mit unserem Sonntagsausflug? Ich habe erst am Dienstag frei. Dienstag. Habt ihr mal? Na, überlegen Sie nicht so lange, sagen Sie zu. So einen Kavalier finden Sie alle da. Was ist hier? Vom Scheitel bis zur Sohle, ein rüstiger 60er. Da bist du das doch. Was, 60? Sie Nee. sagten doch immer, Sie sind jetzt... 40? Nee, das ist längst vorbei. Was, du alter Unverwüstling. Bedenken Sie mal, 60 Jahre und immer noch Liebling der Frauen. Dem gefallen sie alle. Ach, so einer sind Sie. Nee, du komm da her. Ja, du weißt, da platzt mir der Papierkram. Wie kommst du dazu mit deinem blöden Gequassel? Ja, ich denke, wir sollen alle frei weg von der Leber reden. Von der Leber reden, red erstens von Sachen, wo du keine Ahnung von hast, nicht. Und zweitens, wo du nichts von verstehst. Ich wollte doch nur der Wahrheit helfen, die allein zum Erfolg führen. Erfolg. Ja, hättest du mein richtiges Alter wenigstens angegeben. Und dann hättest du mir noch genug verkorkst, wo ich mich für das leckere Kind extra verjüngt habe. Aber mich um die gleiche Zeit älter zu machen. Sag mal, Ludwig, wirst du denn nicht 60? Ich dachte... Dachte, erkunde dich vorher, ehe du sowas unüberlegt aussprichst. Ja, warum denn auf einmal so scharf, Ludwig? Eben hast du ganz anders gesprochen über Meinungsfreiheit. Ja, das sind ja jetzt meine Interessen. Da lasse ich mir von keinem dazwischen quatschen. Da pfeife ich auf die Meinungsfreiheit. Bravo! Hoffentlich pfeifst du auch dann, wenn andere Quatschköpfe denen da oben ins Handwerk pfuschen. Schließlich so wichtig wie dein Ausflug mit der Kleinen sind die Staatsgeschäfte immer noch. Viel wichtiger. Aha. Aber ein Ausflug mit Pünktchen ist auch nicht ohne...